Hallo Leute, ich wollte euch mal zeigen, dass wir alle uns auf die Sicherheit unserer Box verlassen müssen, weil wir nämlich alle auch angegriffen werden. Das ist die Box von einem Bekannten von mir. Ich gucke da so einmal im Monat drauf, ob da irgendwas ist. Mache da quasi so eine regelmäßige Wartung, ob alles okay ist, ob irgendwelche Updates gebraucht werden und so. Und dabei ist mir was Unangenehmes aufgefallen. Hier versucht nämlich jemand oder ein System, sich ständig hier einzuloggen. Gott sei Dank erfolglos, aber ist natürlich nicht sehr angenehm, wenn man weiß, dass man gerade angegriffen wird. Also der ganze Spaß hat am 12.11. begonnen hier über eine IP-Adresse, die hier die 45 128 99 83 und das zieht sich dann hier sofort. Und wenn man das so sieht, dann ist das nicht so, dass sich hier jemand vertippt, sondern da ist aktiv einer dabei, der dann Liste abarbeitet. Also hier Adrian geht das los, Adolf, Adler, Adelheid. Also da wird dann durchprobiert. Jetzt sind wir schon bei B, Bettina, Bethke, Gloria, Gloria wieder bei B. Und so geht das dann hier fort. Also das ist nicht jemand, der sich irgendwie da versehentlich in die falsche Box einloggen will. Sowas habe ich auch schon gehabt. Da hat einer irgendwie eine IP-Adresse sich gemerkt, unter der die Box zu erreichen war und die immer wieder eingegeben und versucht, sich da einzuloggen. Immer wieder mit demselben Namen und immer wieder erfolglos. Das ist was anderes. Aber hier ist ja definitiv ein Angriff, der hier läuft. Ja. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was man da noch tun kann, wenn man sowas sieht und dass es auch sinnvoll ist, sich ab und zu mal die Ereignisliste anzugucken, um sowas zu entdecken. Und dann ist es zum einen so, das ist hier sehr perfide gemacht, weil der macht das nicht ständig, also innerhalb von 2-3 Minuten, sondern der kommt nur selten vorbei. Ne? Also um 18:13 Uhr, dann das nächste Mal eine halbe Stunde später um 18:45 Uhr, dann ungefähr wieder eine halbe Stunde später, dann hat er mal 4 Minuten gewartet, dann hier 20 Minuten gewartet und dann erst wieder um 21:49 Uhr. Also wie auch immer das Skript läuft, es kommt nur ab und zu bei dir vorbei. Jetzt habe ich mir mal die Adressen hier rausgesucht, die da in Frage kommen. Also das ist einmal diese 45er Adresse und da oben kommen nochmal 2 andere. Aber ich zeige euch die gerade mal. So, die beiden Adressen, die habe ich jetzt mal hier. Also es ist einmal diese 185er und einmal die 45er. Und wenn man die eingibt, dann ist das ein Server irgendwo in Rumänien, ja. Also ob der wirklich Bukarest ist, weiß ich nicht. Ja, das ist halt nur so ungefähr dieser Bereich und der andere Server, der ist irgendwo in den Niederlanden, ja. Und auch wirklich Amsterdam weiß auch keiner ganz genau. Also jedenfalls diesen Bereich. Und in so Fällen kann man relativ wenig machen. Man wird eben angegriffen und dann muss man halt hier sehen, dass man da so ein paar zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreift. Also ich werde das so machen, ich werde jetzt noch einen Filter schalten, der den gesamten Adressbereich hier mit 45, 128, 199 und wie gesagt den anderen komplett rausnimmt. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Dazu geht ihr in Filter, Listen und bei den Listen gibt es jetzt hier Sperrlisten. Die Sperrlisten sind die, steht ja auch hier können Sie eine Liste von IP-Adressen erstellen und bearbeiten, um Anfragen von dieser IP-Adresse zur Fritzbox zu verwerfen. So. Das habe ich natürlich schon gemacht. Also da wir da gerade im Angriff sind, habe ich das natürlich schon eingetragen. Da habe ich nicht gewartet, bis ich das jetzt hier alles ins Video aufzeichne. Da gab es schon mal einen Angriff von einer anderen Adresse. Und wenn ihr das jetzt hier seht, dann ist es so, ich habe also nicht die 107 da reingeschrieben, sondern ich habe da eine 0 reingeschrieben. Ja? Oder die 205 habe ich da eine 0 reingeschrieben. Und dann /24, das ist also die Netzwerkmaske. Was bedeutet das? Also damit nehme ich den gesamten IP-Bereich von 185, 195, 19 raus.
Das heißt, alles, was danach kommt, ist komplett gesperrt. Der ganze Teil, egal welche Endnummer der da verwendet. Und damit habe ich schon mal also die Sicherheit erhöht. Der hat es ja von 2 verschiedenen Adressen versucht. Der hat es ja von der Adresse 107 und dann später hatte er die 83. Das heißt, wahrscheinlich wird da ein VPN verwendet oder das sind seine eigenen Login-Daten, aber der wird bestimmt da nicht seine echten Login-Daten nehmen, sondern das ist garantiert auch ein gehacktes System, was er dann als nächsten Hop verwendet, um da woanders zu hacken. Trotzdem will ich ihm da in die Suppe spucken und das verhindern. Also ab jetzt kann er aus diesem Adressbereich sich gar nicht mehr hier anmelden. Das kann er dann lassen. Da kommt dann gar kein Login-Stream mehr. Da kann er auch gar kein Passwort mehr eingeben. Ja, so ist das. Und deshalb muss man immer auch ein starkes Passwort haben, weil in dem Moment, wo sowas passiert, da müssen dann alle Sicherheiten greifen, die man sich vorher überlegt hat. Wenn man da ein schwaches Passwort hat, dann ist es schon passiert. Und da man das ja nicht täglich sieht und da guckt, ob das passiert, kann das dann zu spät sein. Daher ist es extrem wichtig, dass man sich da einigermaßen gewappnet hat. Und ich habe ja in meinen Videos über die Sicherheit schon erzählt, was man da machen kann. Dass man eben die Firewall möglichst gut konfiguriert, dass man ein ordentliches Passwort nimmt, dass man auch Usernamen nimmt, die nicht zu erraten sind und so weiter. Und dann hat man schon eine gewisse Sicherheit und kann darauf hoffen, dass der das eben nicht rauskriegt. Und jetzt haben wir das halt gesehen und jetzt haben wir ihm das Leben noch ein bisschen schwerer gemacht. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch so weit, dass ich dann diesen Eintrag hier in nächster Zeit nicht mehr sehe. Ich werde natürlich jetzt bei dem hier ganz genau gucken und öfter mal in die Ereignisanzeige, ob da irgendwie noch sich was tut. Wenn Europa funktionieren würde, könnte man jetzt diese IP-Adresse mit Uhrzeit und Datum melden, dass da also ein Hacking-Versuch passiert ist, aber sowas gibt es ja in Europa nicht. Ne? Das wird jedenfalls für einen Normalbürger gibt es da keine Chance. Ja, gerade Rumänien und Niederlande werden sich da nicht drum kümmern, wenn ich da sage, hier, hört mal, der hat versucht, sich einzuloggen. Ist ja in dem Sinne auch nicht strafbar, leider, sondern das ist ja nur ein Versuch. Also insofern funktioniert das überhaupt nicht, dass man sich da irgendwie juristisch wehrt oder so. Kann man vergessen. Aber wir wehren uns eben technisch und da haben wir auch die meiste Ahnung von und das ist auch wirksam. Und das wollte ich euch nur mal zeigen, was da so alles passiert in der Welt.